Hallo zusammen, ihr Lieben. Wir schauen uns heute den Jahreskreis an für das kommende Jahr. Eigentlich legt man die Karten da im Kreis, aber das geht hier nicht. Ich habe zu wenig Platz. Deshalb mache ich es Reihe für Reihe. Erstes halbe Jahr, zweites. Das Auslegen, das dauert jetzt einen Moment. So dürfte es sichtbar sein, gerade so. Sehr spannend, ne? Wir haben hier die Erfolgskarten irgendwie untereinander schon liegen. So, also Ende des Jahres sind wir mit uns im Reinen. Wir machen die zweite Reihe, da lege ich Lennys drauf. Ja, jetzt, wir hätten gerne noch Karten. So. Unterm Deck haben wir das Thema Beziehungen, Verträge, Dinge, die wir neu drehen. Mit der Sonne zusammen eine gute Möglichkeit natürlich, auch im verbindlichen Bereich irgendwie etwas Gutes entstehen zu lassen. Wir gucken jetzt Monat für Monat. Wenn ich so jetzt mal erst drüber gucke, ist es ein Jahr auch, wo wir an sich wieder viel Veränderungen haben, wo wir aus verstrickten Situationen rausgehen, ein bisschen Herausforderung auch aus dem Umfeld. Wir schauen uns einfach den Januar an und da haben wir die Störche und die Elfen mit dem Thema Verspieltheit. Da geht es um unser inneres Kind, um die Unschuld des inneren Kindes und die Karte sagt einfach,
lass Veränderungen zu, geh es locker an, lass es dir gut gehen, komm wieder da in den Flow, wo sehr viele Verpflichtungen Lebensenergie blockiert haben. Die Seele möchte sich freuen, mach mal was Verrücktes, gib allem Platz, das spielerisch in die Welt kommen darf. Und es ist auch so ein Jahr, ein Monat, wo man wieder spielerisch das Neue, ne, das ist ja hier auch der Anfang vom Jahr, anguckt, wo man die Seele nährt und wo man guckt, dass es einem selber wohl geht. Spaß darf da rein, also Veränderungen, die auch Spaß wieder mit ins Leben bringen. Im Februar haben wir das Außen als Faktor mit dabei, das Sehen und Gesehen werden, vielleicht auch das Rausgehen irgendwie als Thema, denn mit dem Kolibri haben wir Freude. Das ist irgendwie nötig, dass wir unser Herz öffnen, dass wir gerne in Gesellschaft sind. Wieder auch die Aussage, dass wir uns um unser Seelenleben kümmern, dass wir Liebe zum Ausdruck bringen für irgendwas oder irgendwen, dass wir das Leben bejahen und irgendwie auch selbst uns und unsere Umstände, dass wir uns erlauben, glücklich zu sein, Freude zu empfinden und aber auch, dass wir das Leben in die eigene Hand nehmen. Die persönlichen Grenzen können hier wichtig sein. Wir haben ja auch Einflüsse von außen. Das sich selbst nicht begrenzen vielleicht auch mal. Und es ist auch eine Zeit, wo man regeneriert, wo man offen ist, das Glück wahrzunehmen, wo man auch die eigene Freude am Leben wieder entdeckt oder dass man sich mehr nach außen zeigt. Das könnte hier im Februar eine wichtige Botschaft sein. Dann haben wir im März die Weide mit dem Thema Flexibilität. Hier haben wir die Routen drauf. Vielleicht gestaltet sich irgendetwas so, dass da Diskussionen sind oder dass wir uns streitbar machen. Kommunikation ist sowieso hier in dieser Reihe sehr präsent. Und mit der Weide kriegen wir hier gesagt, dass wir ermutigt werden sollen, flexibel zu sein, dass wir uns den Umständen beugen, ohne zu zerbrechen. Die Weide hat ja sehr flexible Zweige auch. Und manchmal muss man standhaft bleiben und manchmal muss man sich anpassen. Und das könnte an sich der Konflikt sein. Da darf man auch gucken, wie viel erreicht man mit Sturheit und bricht man dann selbst. Und es ist so eine gute Aussage, sich dem Leben anzupassen, anstatt mit ihm zu kämpfen. Hier sind vielleicht ein paar Herausforderungen oder Stürme, aber wenn wir hier flexibel handeln, dann können wir gut und auf wundervolle Weise uns entwickeln. Und es würde passen, denn dann haben wir hier im April den Erfolg, die Nachricht, die Erfolg bringt. Ein Monat, der uns dann auch sagt, dass alles möglich ist und dass wir auch wertschätzen sollen, was wir bisher geschafft haben. Wir dürfen so handeln, als ob wir auch schon erfolgreich sind. Also dieses positive Manifestieren und den ganzen Dingen, die man an sich auf die Welt bringt, etwas Positives mitzugeben, ist hier ganz wichtig, also auch mental. Hier können Triumphe kommen und wenn irgendetwas ist, was uns umwerfen könnte, stehen wir einfach auf und denken nur darüber nach, was wir gelernt haben, anstatt liegen zu bleiben. Hier ist dann auch so passend, finde ich, zur Jahreszeit auch mehr Vitalität, Erneuerung. Man hat das Gefühl, dass das Universum hinter einem steht und uns stützt, ohne dass wir hier mordsmäßig rumkämpfen müssen. Dann haben wir im Mai ein bisschen Herausforderung,
Wir haben den Hüter des Herbstes mit dem Thema Loslassen dabei. Hier kann unter Umständen eine Herausforderung, eine schwierige Situation losgelassen werden oder das Schicksal schickt uns irgendwas ins Leben, das uns in diesem Bereich schult. Hier ist so ein bisschen, da hatten wir ja schon dieses, höre auf zu kämpfen, geh eher mit dem Flow und lass dich tragen. Und hier können auch so Restbestände sein, dann auch diese Karte sagt. Hier haben wir vielleicht das Bedürfnis, vieles kontrollieren zu wollen oder unsere Hand drüber zu halten. Und damit erschaffen wir einen Haufen Druck, Anspannung. Da ist vielleicht auch ein bisschen Unzufriedenheit, weil man sich den eigenen Herausforderungen stellt, die man mit Ansprüchen, Erwartungen an sich oder die anderen hat. So, und im Prinzip ist es so, dass man sich selbst begrenzt, wenn man hier nicht aufmacht oder sich öffnet für Dinge, die kommen können, ohne dass wir sie kontrollieren, dass wir einfach diesen Wandel auch als Besinnung auf Ernte wieder nehmen. Es geht sehr viel um Entrümpelung auch, ne? Dinge wegzugeben, die nicht mehr dienlich sind, Unterstützung anzunehmen und eben auch Kontrolle loszulassen. Das kann für viele eine Bürde sein, ne? Weil das, was wir nicht kontrollieren können, liefert halt auch Umstände, mit denen wir nicht rechnen und deshalb vermeidet man es gern. Das ufert sich ein bisschen bis hier aus. Wir haben das Umfeld, die Häuslichkeit und wir haben die Unabwägbarkeiten. Das passt auch, finde ich, sehr gut, denn hier haben wir ja das Kreuz und die Herausforderung und vielleicht auch Schwierigkeiten irgendwo oder das Gefühl auch festzustecken, weil es geht ja hier ums Loslassen. Und im Prinzip ist es so, dass wir erstmal akzeptieren sollen, wo wir eigentlich stehen und wie alles ist. Und es ist auch nicht wichtig, dass wir jetzt schon wissen, wo wir hier Schritt für Schritt agieren müssen, um irgendwo rauszukommen, sondern da geht es einfach darum, ein bisschen methodisch vorzugehen, sich nicht noch mehr in dem Dornengestrüpp einzustricken, einzufangen und sich damit auch noch immer mehr zu pieksen, sondern hier ist Timing alles, ne? Auch hier ist noch so Kontrolle loslassen, neue Wege öffnen sich. Und es geht sehr viel darum, einen bestimmten Lebenskampf, den haben wir hier vielleicht mit dem Umfeld, mit der Familie, mit herausfordernden Situationen. Ja, dass wir dafür eigentlich belohnt werden, wenn wir Lösungen zulassen. Das zieht sich so ein bisschen durch die letzten 3 Monate hier, mit denen wir nicht rechnen. So, dann haben wir hier den Juli. Hier ist der Turm. Ist vielleicht für einige auch so eine Situation, wo sie sich alleingelassen fühlen oder wo man irgendwie das Gefühl hat, man muss Mauern sprengen. Es kann ein Monat sein, wo es für die Selbstständigen um irgendetwas geht oder wo es auch trennende Situationen gibt. Und wir haben mit dem Raben das Thema Wahrheit. Die Wahrheit, die betrifft jetzt hauptsächlich mal uns selbst. Es ist auch so, dass die Karte uns irgendwie sagt, dass wir Entscheidungen treffen sollen, die unserer Wahrheit entspricht. Es geht um die Einstellung zum Leben, um unsere Glaubenssätze und um das Wahrhaftigsein und um das Aufrichtigsein. Das eine ist, dass man sich die eigene Wahrheit eingesteht, ob man sie dann leben kann. Oder ob man irgendetwas weglassen muss, das ist das andere. Aber da wir den Turm haben, der auch für Trennungen steht, kann das schon sein, dass man auch spürt, irgendwas harmoniert nicht mehr, etwas passt nicht mehr zu mir. Es kann sein, dass man da Stück für Stück immer mehr erkennt, wie etwas zusammenhängt. Es ist vielleicht auch ein Monat, wo wir sehr viel ergründen, unser eigenes Inneres, wo wir auf unsere innere Führung hören
und wo wir auch dann sagen, ich ziehe da weiter, wo es für mich alleine stimmig ist. Dann haben wir hier Juni, Juli, August. Da ist die Liebe, die Herzensangelegenheiten ein Thema. Wir hatten ja schon auch so trennende Situationen oder einen Monat, wo man sich alleine fühlt oder allein gelassen. Und hier sind dann die Herzensangelegenheiten zusammen mit dem Thema Zuflucht. Es geht um die verzauberte Grotte. Da hat man vielleicht ein bisschen Federn gelassen auf seinem Weg in die Wahrheit, zu seiner Wahrheit. Und hier geht es darum, dass man sich mit sich selbst beratschlagt und nachdenkt, sich zurückzieht, Ruhe finden, Kraft tanken, sich der Quelle wieder anschließen. Hier ist ganz wichtig, dass man sich Ruhe gönnt. Auch hier hatten wir das schon mal mit dem Timing. Ne? Hier nützt es nichts, mit angezogener Handbremse weiterzufahren, sondern da tankt man erstmal auf, denkt über die Herzenswünsche nach, schmiedet Pläne, aber man macht es mit Sorgfalt. Hier ist friedliche Atmosphäre irgendwie. Und hier sind Antworten, die sich finden lassen. Ne? Also man sucht hier die Wahrheit und man hat hier noch irgendwo Antworten. Und diese darf man verdauen und dem Ganzen auch vertrauen, dass das, was man für sich selber als Wahrheit sieht, auch zutrifft, auch wenn man entsprechende Schritte machen muss. Und dann kommen wir hier direkt zu den Sternen. Ist das Träume manifestieren, ist ein Glücksmonat, eine gute Zeit, um irgendetwas unter einen guten Stern zu stellen. Das ist September. Hier kann wirklich sein, dass man etwas, was man schon lange geplant hat oder umsetzen wollte, in Frage kommt oder hochkommt oder sich zeigt und dass wir dafür auch agieren dürfen. Hier geht es auch mit dem Wasser darum, dass wir unsere Emotionen frei fließen lassen können. Dass wir gucken, wofür sind wir dankbar, was wollen wir vermehren, wie steht es um unsere Emotionen. Und Wasser bringt vieles in Bewegung, bewegt sich in Kreisläufen. Es ist sozusagen der Fluss des Lebens. Und da geht es auch sehr viel um das Fließenlassen von Emotionen. Also nicht nur Dinge oder Materie, sondern hier ist auch klärende emotionale Erfahrung. Das Timing ist jetzt gut, wir sind am Zug und wir kommen dann hier raus und haben mit der Osterglockenfee den Neubeginn. Das, was wir uns hier so ein bisschen erarbeitet haben, wird jetzt langsam interessant. Denn es fängt dann ab hier an, sich zu zeigen, dass es auch der richtige Zeitpunkt ist. Und hier ist dann sozusagen im Oktober Ostern oder besser gesagt die Zeit, die man mit Ostern verbindet. Wir haben das Thema Freunde, Kollegen, sich selbst loyal sein, vielleicht auch erwachsene Kinder. Die Regeln der Erde oder das Prinzip des Lebens, das ja auch immer wieder in Zyklen verläuft, ist hier sehr präsent. Ich meine, im Prinzip gehen wir hier dann schon auch in den Herbst rein. Also es gibt für alles einen Anfang und Ende. Nichts geht ewig. Und hier ist so dieses Frühlingsding, wo wir wieder aufblühen, wo wir Altes losgelassen haben, um neu anzufangen. Das sieht man hier auch schon extrem. Da haben wir uns durch Unabwägbarkeiten durchgerungen, zurückgelassen und dürfen jetzt hier neu beginnen. Möglicherweise sind ja auch ganz neue Muster, die wir uns erarbeiten, so im Alltag oder in unseren Vorgehensweisen.
Und es ist eine gute Zeit, irgendetwas zu beginnen, einen neuen Lebensabschnitt, ein neues Projekt, kann auch Kinder oder können auch Menschen sein, die hier ins Leben neu kommen. Jedenfalls ist hier Platz für etwas Neues, dessen Erfolg sich einstellen wird. Dann haben wir hier im November den gebundenen Pfad mit dem Flow. Da sind auch Nachrichten. Hier ist eine Bewegung, hier geht etwas nach vorne. Man kommt zurück in den natürlichen Fluss des Lebens. Da geht man vielleicht eine kurvige Strecke oder so. Aber man soll die Reise genießen, denn man kommt ans Ziel. Es ist ganz wichtig, dass wir nicht immer nur auf das Ziel arbeiten, sondern dass wir auch die Reise genießen, jeden Step. Und dass wir übergeben und mitschwimmen, sozusagen mit den Umständen. Und hier ist so ein Monat, wo alles auch wieder auf die beste Weise sich fügt, dass man auf den Weg kommt, zu dem man hin soll, dass man nicht versucht zu erzwingen, sondern dass man die Reise genießt. Also hier ist auch nicht wichtig, dass man nach vorne prescht oder mit Tempo durch den Monat rast, sondern dass man einfach guckt, so Step by Step, wo komme ich hin. Hier ist es definitiv in eine genesende Situation im Dezember. Ist vielleicht auch eine bestimmte Ahnenthematik, die man aufgelöst hat. Man hat seinen eigenen Platz gefunden, denn die Schlange bringt auch immer Genesung mit oder Häutung. Und hier ist auch das Thema Reinheit. Ne? Hier hat man sozusagen die Brille der vergangenen Monate auch abgelegt. Man hat, das passt hier sehr gut, weil mit der Reinheit geht eigentlich einher, dass man unschuldig ist, dass man sich wieder fühlt wie ein Kind und die Schlange ist auch die Mutterkarte. Ne? Und man braucht sich nicht mehr über das zu definieren, was war und das ist ein ganz gutes Ende, finde ich. Sondern man hat hier auch irgendwie dieses Ding, sich gereinigt zu haben von irgendetwas. Und man hat hinter sich gelassen, was auch immer sich zugetragen hat. Man hat die Vergangenheit gelebt und erlebt und man hat hier genau diesen Punkt, dieses, ich sehe meine Welt mit neuen Augen. Und es kann ganz viel Zauber wieder ins Leben kommen, der uns Wunder mitbringt und Fülle. So, dann würde ich sagen, wir lassen das so stehen. Das ist so ein kleiner Überblick. Ich wünsche euch eine schöne Zeit. Ich drücke euch bis bald.